Hey Freunde des kleinen Maßstabs, ich begrüße euch zum zeitaufwendigsten, zum wahnsinnigsten, auf jeden Fall zum letzten Update diesen Jahres. Ich habe es aber nochmal geschafft, ein Update jetzt hochzuladen. Und was wird euch heute erwarten? Ich quatsche gar nicht lange rum. Ich reiße die komplette Stadt hier ab. Genau, ich möchte den Unterbau komplett neu gestalten. Auf der rechten Seite seht ihr schon zwei 5 Millimeter dicke MDF-Platten. Die werde ich als Unterbau verwenden. Warum ich das mache, weshalb ich das mache, was sich hier vielleicht für Komplikationen ergeben. Werde ich euch alles jetzt zeigen. Ich werde auf jeden Fall neue Bautechniken bei unserem Monorail-Gleis verwenden müssen. Aber ich zeige euch alles im Laufe des Updates. Seid gespannt und somit wünsche ich euch viel Spaß dabei. So Freunde, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ich zeige euch jetzt mal, was mir hier die letzten Stunden alles so passiert ist. Es war auf jeden Fall abenteuerlich. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Bild, was ihr schon sehen könnt. Da habe ich jetzt erstmal die beiden MDF-Platten an den Tisch rangestellt, um nochmal abzuchecken wegen der Größe. Für den hinteren Tisch habe ich natürlich auch noch zwei MDF-Platten, die zeige ich euch aber später. So, da könnt ihr dann nochmal das nächste Bild sehen, wo ich das dann nochmal genau ausgerichtet habe, ob das auch alles so passt. Und dann ging auch schon der Abriss los. Ne? Die ersten Wasserelemente habe ich dann rausgenommen aus dem Tisch. Musste natürlich darauf achten, dass das alles heile bleibt. Hier vorne dann an einem Gleis die ganzen Plates nach und nach gelöst. Hier könnt ihr auch nochmal den Spalt sehen, den ich damals bei unserer Monorail ja erzeugen musste, damit das mit dem Magnet alles funktioniert. Das machen wir, wie gesagt, jetzt anders. Warum mache ich das anders? Ich gehe mal ins nächste Bild direkt, da könnt ihr auch nochmal sehen, was ich da alles schon weggerissen habe. Ich möchte das Ganze modularer gestalten und ich möchte nicht immer tausende von Plates und Bricks verwenden, um zum Beispiel, wie ihr es gerade sehen könnt, so eine Kurve, ja, hinzukriegen. Und bin damals ja nicht auf die Idee mit diesem dünnen Holz gekommen. Das muss ich natürlich auch mit Stützen und so unterbauen, aber ich bin dadurch viel, viel flexibler. So, machen wir mal weiter in den Bildern. Und ich kann das Ganze noch modularer natürlich gestalten. Ja, hier könnt ihr sehen, ich musste natürlich den ganzen Strom dann wegnehmen. Ich hatte ja die Häuser zum größten Teil beleuchtet in der Kanalstadt. Und dann konnte ich auch schon mal ja, das erste Element versuchen zu lösen. Habe dann die MDF-Platte daran gestellt und dann ja die Brücke vom Wasser genommen. Das Wasser nach und nach gelöst, weil ich das nicht alles in einem rüberschieben konnte. Und dann könnt ihr sehen, steht das Haus jetzt hier auf unserer MDF-Platte drauf. Und so, dass ich dann auch schon mit den nächsten Modulen weitermachen konnte. Habe dann das nächste Haus entfernt und dann auch natürlich noch die nächsten Wasserelemente und habe das dann direkt immer alles wieder hier zusammengesetzt auf unserer MDF-Platte. Dann die ganzen weiteren Stützen natürlich entfernt. Könnt ihr jetzt gerne das Haus natürlich in Sicherheit gebracht und dann die ganzen weiteren Stützen entfernt, wie ihr das jetzt hier auf den folgenden Bildern ganz gut erkennen könnt. Natürlich unseren kompletten Spalt abgerissen für unsere Monorail. Und ja, das waren einiges an Duplos, einiges an Technikbricks, einiges an normalen Steinen, die sich da gezeigt haben. Darunter hatten wir ja nochmal diesen Einlegeboden. Den werde ich auch sehr wahrscheinlich wiederverwenden, weil wir dadurch einfach ja, Steine sparen können und trotzdem eine gute Stabilität haben. Der wiegt kaum was. Und so hat sich dann nach und nach alles, ja, alles entfernt vom Tisch und dann habe ich auch schon angefangen, die neuen Stützen zu setzen. Musste jetzt natürlich da ganz besonders auf die Höhe achten. Habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, habe da viel rumexperimentiert, habe dann auch mal getestet mit dem Brett da drauf und mit der Höhe auf außen, ob das alles so aufgeht und habe dann natürlich auch nochmal extra Stützen außen hingesetzt, damit das auch alles funktioniert und ich nicht später hier irgendwelche Probleme kriege. Und danach habe ich dann im Endeffekt die Höhe ausgerichtet und dann weiter die neuen Stützen gebaut. Ich wusste ja jetzt, wo ich hin muss mit der Höhe. Habe dann die Platte mit den Häusern jetzt hier auf unseren Tisch wieder draufgestellt. Das war natürlich auch ein bisschen abenteuerlich, aber hat dann doch super funktioniert. Und dann im Endeffekt hier vorne den Tisch weitergebaut. Mit dem Wasser musste ich noch mal ein bisschen abändern, weil diese eine Plate, eine Noppe zu weit nach außen gerückt war. Das hatte mit meinem Unterbau davor zu tun. Aber habe ich dann alles im Endeffekt korrigiert und somit war dann der erste Tisch fertig. So, und dann ging es auch schon los mit dem Monorail-Gleis. Da wollte ich jetzt sofort mal testen, weil wir haben ja hier im Untergrund ein Gleis verlegt, also können wir hier eine Magnetschwebebahn jetzt hinbauen, zumindest ein Stück gerade und dann habe ich hier schon mal angefangen, das Gleis zu bauen. Da hatte ich ja vorher schon getestet und da wusste ich,
Könnt ihr jetzt sehen mit diesem Brick Modified, dann mit diesem Tile Modified, wo wir einmal ja eine Fliese, die obere Seite eine Fliese haben, die untere Seite sind dann Noppen und daran habe ich dann im Endeffekt mein neues Gleis befestigt. Habe das dann alles weiter zusammengebaut und so hatte ich dann eine lange Gerade hier, wo wir dann unseren Zug, den wir gerade sehen könnt, den haben wir dann in den Untergrund, wollte ich den setzen und da ist mir dann aufgefallen, das haut von der Höhe ja gar nicht mehr hin. Also habe ich mich da nochmal ran gemacht und habe was Neues gebaut. Ich hatte sowieso die Idee, dieses grüne Element zu wechseln, weil das da sehr auf Spannung war und sich auch so ein bisschen nach oben gewölbt hat. Und dann habe ich im Endeffekt angefangen, ja, einen neuen unteren Zug, Geisterzug zu bauen, den ihr jetzt hier sehen könnt. Das weiße Element darunter versteckt sich dann im Endeffekt unser Magnet. Da zeige ich jetzt hier gerade auch nochmal drauf. Ja, und ich würde sagen, das sieht doch ganz schön spannend aus. Die Farben sieht man ja später nicht. Und dann bin ich da hingegangen und habe mal getestet, einen Magneten, nur einen Magneten, wie ihr jetzt hier sehen könnt, mal über unser Gleis fahren zu lassen. Und ja, das hat super funktioniert, wie ihr jetzt gleich seht. Ja, das zeige ich nochmal kurz auf den Magneten drauf. Und jetzt gleich lasse ich ihn auch schon fahren. Und das war halt dann der erste Testversuch, ob diese Magnetwirkung auch durch das Holz durchkommt. Ja, und ich würde sagen, es funktioniert auf jeden Fall super. So, und dann ging es auch schon weiter mit dem nächsten Test. Da habe ich dann jetzt unseren Microscale-Zug fahren lassen, musste dann im Untergrund noch ein bisschen optimieren, habe noch ein bisschen den Zug im Untergrund erhöht um eine Plate, dass wir dieses Geeiere nicht mehr so doll hatten, aber ich denke, das kann sich doch auch schon sehen lassen. Ja, und dann ging es weiter. Der erste Tisch war fertig, jetzt ging es an den zweiten Tisch ran. Da habe ich jetzt natürlich erstmal die Straße entfernt und dann ging es an die Gleise ran. Ne? Gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch mit euch, habe die ganzen Kurven entfernt. Das hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan, das war jetzt sau viel Arbeit. Und ja, dann im Endeffekt nach und nach die Kurven weggenommen. Hier musste ich aufpassen, wo wir ja letztens erst den Tunnel gebaut hatten, weil da ja ein bisschen alles kompliziert verbaut ist. Das kann ich in Zukunft sogar noch ein bisschen dann optimieren, weil ich da noch ein bisschen besser rankomme. Und dann ging es weiter auch, ja, die Gleise, nicht die Gleise nicht, sondern die Stützen hier abzureißen. Nach und nach haben sich dann ja, die Teile hier vom Tisch entfernt. Da habe ich dann auch ein paar Fotos gemacht, dass ich später hier die Abstände und so alles gut im Blick habe, dass ich später das genauso wieder oben nachbauen kann. Habe ja auch echt die Noppen gezählt, dass ich hier später keine Fehler mache. Und wie ihr sehen könnt, haben sich immer mehr Stützen vom Tisch entfernt, sodass zum Schluss dann fast nur noch hier unser Hochhaus mit unserem grünen Zug davor und der Straße mit dem Tunnel da drauf befunden hat. Ja, und dann ging es darum, wie entferne ich jetzt dieses Hochhaus von diesem weißen Brett, weil ich musste das ja auf die MDF-Platte drauf kriegen. Dann habe ich mir erstmal den Unterbau angeschaut und das hat mir gar nicht gefallen, jetzt für das, wie wir es jetzt brauchen. Und habe das dann im Endeffekt, wie ihr sehen könnt, nochmal komplett verbessert. Habe da wieder Plates dann drunter gesetzt und habe dann im Anschluss, wo ich das alles fertig hatte, dieses weiße Brett mit dem Hochhaus dann beiseite gestellt und habe dann angefangen, neue Stützen zu bauen. Genau, hier sind die neuen Stützen. Da steht das Haus jetzt erstmal in Sicherheit und jetzt habe ich angefangen mit tatkräftiger Unterstützung von meiner Tochter. Vielen Dank dafür nochmal, Schatz. Hier die ganzen Stützen für diese Seite zu bauen. Ja, da könnt ihr sehen, fleißig waren wir. Und dann habe ich wieder so ein weißes Brett darauf gelegt. Davon hatte ich Gott sei Dank noch so einen Einlegeboden. Und habe dann wieder mit den Höhen das natürlich mir richtig angeschaut. Und dann habe ich angefangen, die MDF-Platten, wo auch vorne der Ausschnitt jetzt ist, wie ihr sehen könnt, auszulegen, wo dann später ja unsere Straße in den Untergrund führt. Habe dann beide MDF-Platten ausgelegt und habe dann das Haus daneben gestellt und von der Höhe so angepasst, dass ich das quasi perfekt rüberschieben kann, weil es ja auf Plates steht. Ja, und das habe ich dann im Anschluss gemacht. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie knapp das im Endeffekt alles war, wie genau ich das da hingestellt habe, dass das von den Höhen passt und ich das rübergeschoben kriege. Ja, und schon stand es da, wo ich es haben wollte. Und ja, und dann habe ich im Endeffekt die ganzen Plates verlegt. Ich wollte das Ganze ja hier oben auch ein bisschen modularer gestalten, nicht mehr so viele kleine Plates verlegt haben, wie wir es vorher hatten. Das war ja auch der Grund jetzt hier für den Umbau, weil ich halt nicht mehr diese ganzen Tausende von Plates da liegen haben wollte. Wenn ich mal was abändern will, wenn ich mal was runternehmen will, dass das modularer ist. Hinzu natürlich noch das Holzbrett darunter, dass nicht alles mit dem Untergrund verbunden ist,
weil wir ja natürlich so ja, die beiden Ebenen voneinander getrennt haben und die Magnetschwebebahn natürlich so auch nochmal viel besser ja, zu verlegen ist, sagen wir es so. Ja, und dann ging das im Endeffekt weiter. Hier könnt ihr das sehen. Und dann habe ich die beiden Tische wieder miteinander verbunden, bevor ich jetzt dann weitergemacht habe. Habe die Gleise im Untergrund wieder miteinander verbunden, so dass wir dann oben unsere Holzbretter gerade wieder hinlegen konnten. Und dann konnte ich mit den ganzen Plates ja, weitermachen, die zu verlegen. Ja, das war natürlich ein bisschen Arbeit, ein bisschen Rechnerei. Habe dann hier vorne, wo die Stützen sind, musste ich auch ein bisschen überlegen, wie ich das am besten mache. Und dann ging es wieder darum, die Straße wieder aufzubauen. Das war nicht so viel Arbeit. Ich war mir mit der Höhe ein bisschen unsicher, aber es hat dann doch alles gut geklappt. Hier könnt ihr die unterschiedlichen Ansichten sehen, auch mit der Ebene, die dann nach unten fährt. Und dann habe ich wieder angefangen, um ein bisschen Abwechslung zu kriegen, die Monorail-Gleise jetzt hier wieder aufzubauen. Was ich euch ja im Endeffekt eben schon gezeigt hatte, die Bautechnik muss ich jetzt nicht mehr zu erklären. Hier die erste Gerade, die erste Kurve auch dann, die ich dann nochmal auseinandergenommen habe, weil ich dann nochmal daran musste, nochmal ins Detail, mir hatte da was nicht gefallen. Dann musste ich natürlich im Untergrund immer Fliesen auslegen, dass diese Elemente auch ja, schön aufliegen. Und so ja, hat sich dann nach und nach ergeben, dass wir hier unser Monorail-Gleis zusammengebaut haben. Hier habe ich unsere Stützen wieder hingesetzt, unsere Hochfußgängerzone, die da bald entstehen wird. Musste ich auch mit der Höhe schauen, hat aber dann alles super hingehauen. Und dann ist mir aufgefallen, Mist, die Straße, das haut nicht hin. Wir haben im Untergrund, wie ihr sehen könnt, doch das Gleis verlegt und da kommt noch eine Weiche hin und das funktioniert nicht so mit dem Stützpfeiler. Und dann musste ich im Endeffekt die komplette Straße einmal wieder nach links verlegen um 2 Noppen. Das heißt, die komplette Straße wieder abgebaut, umgebaut, dann wieder als Zwischenschritt hier ein bisschen Monorail-Gleis gebaut, die Weiche gebaut, damit wir, ja, die hatte ich ja noch nicht gebaut, das ist quasi das erste Mal, dass ich jetzt hier an der Stelle eine Weiche habe, aber ich hatte ja schon meine Bautechnik vom letzten Mal, da sind jetzt die schwarzen Elemente und die werden natürlich noch in Dark Blue Gray getauscht. Ja, dann war die Weiche fertig, die Kurven habe ich dann zu Ende eingebaut, da könnt ihr auch nochmal sehen, wie die da eingespannt sind, zumindest nur der innere Teil, weil das ja sonst nicht aufgeht, aber perfekt, hält super stabil. Wieder die ganzen Fliesen gelegt und dann die letzte Kurve im Endeffekt, die ich machen konnte, weil dann sind mir die Fliesen ausgegangen. Ne, hier war noch eine Kurve, genau. Und dann sind mir die Fliesen ausgegangen, sodass ich da in unserem Tunnel nichts mehr hinlegen konnte. Ja, und dann ist mir, wo ich die Straße wieder hinbauen wollte, die Straße auseinandergebrochen. Ich musste da ja auch noch was abändern. Dann ist die mir auseinandergebrochen, habe es dann aber wieder hingekriegt und dann musste ich genau hier dran, weil ich die jetzt nach links verschoben hatte sich jetzt hier von der Anordnung was geändert, weil ich konnte dieses Element, was nach unten führt, nicht nach links verschieben. Das musste an der Stelle bleiben. Und somit muss ich jetzt unsere Fußgängerüberwege, die hier 4 Noppen breit waren, habe ich jetzt auf 6 Noppen verbreitert. Sieht aber auch total klasse aus, kann ich euch nachher zeigen. Und dann hat das auch alles wieder hingehauen. Da könnt ihr es sehen, ja, passt super und macht ja auch total Sinn, dass das vielleicht hier oben auch was breiter ist. Ja, und somit war dann auch eigentlich alles fertig gewesen. Ich zeige euch jetzt nochmal das endgültige Bild. So sieht jetzt die Stadt aus. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal eine kurze Videoaufnahme sogar habe. Kann ich euch dann auch nochmal kurz einblenden, wo ihr nochmal alles Neue jetzt sehen könnt. Die Häuser hier vorne, hinten das Hochhaus. Und ich würde sagen, der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war sau viel Arbeit. Ich glaube, 20 Stunden Arbeit mindestens sind hier reingeflossen. Ich habe jetzt viele Steine wieder zur Verfügung, aber hauptsächlich Techniksteine und Duplo-Steine. Aber es hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst mir mal gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und sonst kann ich auch nur sagen, ich wünsche euch alles Gute, vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ihr schon im neuen Jahr seid, wünsche ich euch natürlich ein frohes Neues. Ja, und dann macht's gut. Bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.